Fast jeder kannte die glänzende Pfanne, in der nichts anbrennen sollte. Sie stand in Küchen, in Werbespots, in Kaufhäusern. Sie versprach eine kleine, moderne Erleichterung. Weniger Schrubben, weniger Mühe, mehr Zukunft. Aber hinter diesem Versprechen lag eine andere Geschichte. Sie begann nicht in einer Küche. Sie begann in einer Fabrik am Ohio River, in einem Raum ohne Fenster, bei einer jungen Arbeiterin, die nur ihre Schicht machen wollte. Diese Geschichte fragt nicht nur, ob ein Produkt gefährlich war. Sie fragt etwas Unangenehmeres. Was passiert, wenn eine Firma mehr weiß als die Menschen, die für sie arbeiten? Was passiert, wenn ein Stoff unsichtbar bleibt, aber jahrelang im Blut, im Wasser und in den Familien einer ganzen Region auftaucht? Und was passiert, wenn eine Mutter nach der Geburt ihres Kindes begreift, dass ihre Arbeit vielleicht nie nur Arbeit gewesen ist? Die Anlage hieß Washington Works. Sie lag bei Parkersburg, West Virginia, am Rand des Ohio River. Dort wurden seit den frühen Nachkriegsjahren Fluorchemikalien hergestellt und verarbeitet. Für die Menschen in der Umgebung war das Werk mehr als eine Fabrik. Es war ein Arbeitgeber, ein Versprechen auf Sicherheit, Krankenversicherung, Lohn und Stabilität. Wer dort arbeitete, hatte nicht einfach einen Job. Er gehörte zu einer Industrie, die die Zukunft bauen sollte. Sue Bailey war keine Figur aus einem Roman. Sie war eine Arbeiterin. Eine Frau, die in den späten 70er und frühen 80er Jahren im Werk beschäftigt war. Als sie in die Teflon-Abteilung kam, war sie schwanger, auch wenn sie es zunächst noch nicht wusste. Ihre Aufgabe war nicht spektakulär. Sie sollte Anlagen überwachen, Flüssigkeiten im Griff behalten, darauf achten, dass nichts überlief und dass der Betrieb weiterlief. Genau darin liegt der Schrecken dieser Geschichte. Nach späteren Berichten war der Bereich klein, eng und ohne Fenster. In der Mitte gab es einen Abfluss, Pumpen, Behälter und Leitungen. Wenn Material überlief, sollte Sue es in Richtung Ablauf bringen. Keine dramatische Explosion, kein Sirenenalarm, kein Hollywood-Unfall. Nur ein nasser Boden, Dämpfe, Routine und die stille Annahme, dass schon jemand geprüft haben würde, ob das alles sicher war. Der Stoff, um den es ging, wurde C8 genannt. Wissenschaftlich heißt er PFOA, Perfluorooctsäure. Er wurde als Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Fluorpolymeren verwendet, also bei Materialien, die extrem widerstandsfähig sind. Das machte ihn industriell wertvoll. Aber genau diese Beständigkeit war auch das Problem. PFOA baut sich in der Umwelt kaum ab. Es verschwindet nicht einfach, wenn eine Schicht endet. Stell dir diesen Arbeitstag vor. Ein Wecker, dunkle Straßen, Fabriklichter am Fluss. Sue kommt ins Werk, zieht Arbeitskleidung an, geht in ihren Bereich. Vielleicht denkt sie an Rechnungen, an die Familie, an das Kind, das unterwegs ist. Sie sieht Rohre, Behälter, feuchte Stellen, Schläuche, Pumpen. Nichts davon sagt ihr. Das hier wird dich jahrzehntelang verfolgen. Gefahr muss manchmal nicht laut sein. Manchmal riecht sie nur nach Arbeit. Im Januar 1981 wurde ihr Sohn William Bailey geboren, später als Bucky Bailey bekannt. Die Geburt wurde zum Beginn eines Lebens voller Operationen, Fragen und Schmerzen. In Berichten wird beschrieben, dass er mit schweren Fehlbildungen im Gesicht geboren wurde, unter anderem mit Problemen an Nase und Auge. Ärzte wussten zunächst nicht, ob er die erste Nacht überleben würde. Für eine Mutter ist so ein Satz kein medizinischer Satz. Es ist ein Einschlag. Sue Bailey sagte später, sie sei überzeugt gewesen, dass C8 die Ursache war. Juristisch ist dieser Satz kompliziert. Menschlich ist er einfach.
Sie hatte in einem Bereich gearbeitet, in dem dieser Stoff eingesetzt wurde. Sie bekam ein Kind mit seltenen Fehlbildungen und dann hörte sie, dass andere schwangere Frauen aus der Teflon-Produktion herausgenommen worden seien. Von diesem Moment an war die Frage nicht mehr abstrakt. Sie hatte ein Gesicht. Besonders schwer wiegt, dass es Hinweise aus Tierversuchen gab. In späteren Zusammenfassungen wird erwähnt, dass Studien von 3 ähnliche Fehlbildungen bei Versuchstieren gezeigt hatten, wenn diese PFAS-Stoffen ausgesetzt waren. Für eine Familie, die gerade versuchte zu verstehen, warum ihr Kind leiden musste, war das kein Detail. Es war die Art von Information, die man vorher hätte kennen wollen. Nicht Jahre später, nicht durch Zufall. In einer Industriestadt ist eine große Fabrik nie nur ein Gebäude. Sie bezahlt Löhne, sie sponsert Veranstaltungen. Sie kennt Bürgermeister, Ärzte, Nachbarn und Familien. Wenn dann jemand behauptet, genau diese Fabrik habe Menschen geschadet, wird daraus sofort mehr als ein Gesundheitsproblem. Es wird ein soziales Problem. Wer spricht, riskiert nicht nur Streit. Er riskiert Zugehörigkeit, Arbeit, Versicherung und den Frieden am Abendbrottisch. PFOA blieb nicht nur ein Stoff innerhalb von Mauern. Rund um Washington Works wurde später über Belastungen im Wasser, im Boden und im Blut von Menschen gesprochen. Der Ohio River war nicht Kulisse. Er war ein Transportweg, ein Lebensraum, eine Grenze und eine Verbindung. Was in einer Anlage verwendet wurde, konnte über Abwasser, Luft, Deponien und Grundwasser zu einer regionalen Geschichte werden. Genau deshalb wurde aus einer Fabrikfrage eine öffentliche Frage. Der gefährlichste Satz in solchen Geschichten lautet oft: Es gibt keinen Beweis. Manchmal bedeutet das ehrlich: Wir wissen es noch nicht. Manchmal bedeutet es aber auch: Solange niemand uns zwingt, mehr zu wissen, bleibt alles beim Alten. Für Arbeiter und Anwohner ist dieser Unterschied schwer zu erkennen. Sie sehen keine Moleküle. Sie sehen nur Krankheiten, Fehlgeburten, Krebsfälle, seltsame Diagnosen und Firmenbriefe, in denen alles kontrolliert klingt. Jahre später wurden interne Dokumente und behördliche Verfahren wichtig. Die Frage lautete: Welche Informationen lagen wann vor? Welche Gesundheitsdaten wurden gemeldet? Welche Risiken wurden intern diskutiert? Die amerikanische Umweltbehörde EPA warf DuPont später vor, über längere Zeit Informationen zu PFOA nicht ordnungsgemäß gemeldet zu haben. 2005 kam es zu einem Vergleich, der damals als außergewöhnlich große zivilrechtliche Verwaltungsstrafe beschrieben wurde. Man sollte diese Geschichte nicht zu einfach erzählen. Nicht jeder Arbeiter in einem Werk wusste, was ein Molekül im Körper anrichten kann. Nicht jeder Vorgesetzte verstand die Langzeitfolgen. Aber Firmen existieren gerade deshalb als Systeme. Forschung, Recht, Management, Medizin, Produktion. Wenn Informationen irgendwo in diesem System liegen und unten in der Halle nicht ankommen, dann ist das nicht nur Pech. Dann ist es ein Versagen von Verantwortung. Ein entscheidender Name in der größeren Geschichte ist Rob Bilott. Er war Anwalt und begann sich mit PFOA zu beschäftigen, nachdem ein Farmer aus West Virginia ihn wegen kranker Tiere und belastetem Land kontaktierte. Aus einem scheinbar lokalen Fall wurde eine Spur in die Welt der Fluorchemie. Bilott stieß auf Dokumente, Daten und eine Industriegeschichte, die viel größer war als ein einzelner Bauernhof. So wurde der Stoff C8 zu einem öffentlichen Skandal.
Die juristische Geschichte ist wichtig, aber sie darf die Menschen nicht überdecken. In Parkersburg und im Mid-Ohio Valley lebten Familien, die Wasser tranken, Kinder großzogen, zur Arbeit gingen und vertrauten. Viele hatten keinen Grund, Chemieberichte zu lesen. Sie hatten gelernt, dass Experten sich darum kümmern. Genau dieses Vertrauen ist der Kern der Tragödie. Nicht nur ein Stoff war belastet, auch das Vertrauen war belastet. Aus einem großen Vergleich entstand später das Citizen Science Panel. 3 Epidemiologen sollten untersuchen, ob es einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen PFOA-Belastung und bestimmten Krankheiten gab. Das Panel fand wahrscheinliche Zusammenhänge mit mehreren Erkrankungen, darunter Nierenkrebs, Hodenkrebs, Schilddrüsenerkrankungen, Colitis ulcerosa, erhöhter Cholesterinspiegel und schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck. Für viele Betroffene war das kein abstrakter Bericht. Es war späte Bestätigung. Zur Wahrheit gehört auch: Der Science Panel fand keinen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen C8 und Geburtsfehlern in der untersuchten Bevölkerung. Das macht Sue Baileys Geschichte nicht unwichtig. Es macht sie komplizierter. Dokumentarisch müssen wir diese Spannung aushalten. Da ist eine Mutter, die ihre Erfahrung nie los wurde. Da sind Hinweise aus Tierversuchen und interne Entscheidungen. Und da ist eine spätere epidemiologische Bewertung, die nicht jede persönliche Frage beantworten konnte. Bucky Bailey wurde älter. Er sprach später öffentlich über sein Leben, über Operationen, über Blicke von Fremden, über die Frage, warum er so geboren wurde. In Interviews wurde beschrieben, dass er viele Eingriffe überstehen musste. Sein Körper wurde zu einer Art Archiv, nicht aus Papier, sondern aus Narben, Atemwegen, Erinnerungen und Fotos. Wenn Menschen über Industriechemikalien sprechen, wirken Zahlen oft größer als Gesichter. Hier war es anders. Das Bittere ist die Entfernung zwischen Produkt und Ursprung. In der Küche war Teflon glatt, sauber und modern. In der Fabrik war die Herstellung schmutziger, enger und gefährlicher. Verbraucher sahen eine Pfanne. Arbeiter sahen Tanks, Abläufe, Leitungen und Schutzlücken. Genau diese Entfernung macht moderne Industrie so schwer zu begreifen. Der Gegenstand in der Hand erzählt selten, was vorher jemand anderes mit seinem Körper bezahlt hat. Warum dauerte es so lange, bis die Geschichte öffentlich wurde? Weil solche Fälle langsam sind. Chemikalien wirken über Jahre. Krankheiten treten verstreut auf. Firmen besitzen Labore, Anwälte und Archive. Betroffene besitzen Erinnerungen, Arzttermine und Rechnungen. Ein Mensch kann fühlen, dass etwas nicht stimmt, aber ein Gericht verlangt Dokumente. Zwischen Gefühl und Beweis liegen oft Jahrzehnte. Genau dort verschwinden viele Geschichten. Für Arbeiterfamilien ist die Entscheidung selten frei. Wer einen guten Job hat, braucht ihn. Wer ein krankes Kind hat, braucht Versicherung. Wer in einer Firmenstadt lebt, kann nicht einfach gegen den wichtigsten Arbeitgeber der Region kämpfen. Das macht die moralische Lage so brutal. Menschen können geschädigt sein und trotzdem von demselben System abhängig bleiben, das sie geschädigt haben könnte. Das ist keine Schwäche, das ist die Falle. PFOA gehört zu den PFAS, oft als Forever Chemicals bezeichnet. Diese Stoffe sind stabil, nützlich und problematisch. Sie können in Wasser, Boden und Körpern lange nachweisbar bleiben. Die Geschichte von Washington Works ist deshalb nicht nur Vergangenheit. Sie ist ein Warnsignal für jede Industrie, die mit Stoffen arbeitet, deren Langzeitfolgen schwer zu sehen sind.
Die Frage lautet immer, wer trägt das Risiko, solange die Gewinne sofort sichtbar sind? Dupont bestritt einen Zusammenhang zwischen Bookie Baileys Fehlbildungen und der beruflichen Exposition seiner Mutter. Auch das muss gesagt werden. Aber ein Dokumentarfilm darf bei einer offiziellen Ablehnung nicht stehen bleiben. Er muss fragen, warum Schwangere zeitweise aus Bereichen entfernt wurden. Er muss fragen, welche Daten intern bekannt waren. Er muss fragen, warum Arbeiterinnen nicht dieselbe Klarheit bekamen, die in Laboren, Memos und Managementräumen offenbar gesucht wurde. Die stärkste Szene ist vielleicht nicht die Fabrik und nicht der Gerichtssaal. Es ist eine Mutter auf einem Krankenhausflur, die versucht zu verstehen, warum ihr Kind kämpfen muss, bevor sein Leben richtig begonnen hat. Dort sind keine Diagramme. Dort gibt es nur Neonlicht, Müdigkeit und eine Frage, die niemand beantworten will. Wenn wir über technische Katastrophen sprechen, sollten wir diesen Flur nie vergessen. Rückblickend wirkt vieles unbegreiflich, aber Geschichte ist selten ein einzelner böser Moment. Sie ist eine Kette aus kleinen Entscheidungen. Noch ein Bericht, der nicht laut gelesen wird. Noch ein Risiko, das intern bleibt. Noch eine Schicht ohne klare Warnung. Noch ein Abfluss, noch ein Tank, noch ein Wasserwert. Erst später erkennt man die Linie. Für die Menschen, die darin lebten, war es einfach Dienstag. Diese Geschichte bleibt, weil sie größer ist als Teflon. Sie erzählt, wie bequem moderne Produkte sein können und wie unbequem ihre Herkunft sein kann. Sie erzählt von Arbeitern, die nicht wussten, was sie schützen sollte. Von Familien, die Antworten suchten. Von Anwälten, die Akten öffneten. Von Behörden, die spät handelten. Und von einer Mutter, deren Zweifel nie verstummten. Ein Wort wie Perfluorotansäure klingt weit weg vom Alltag. Es klingt nach Labor, Formel, Sicherheitsdatenblatt. Genau darin liegt ein Teil des Problems. Je technischer ein Risiko klingt, desto leichter wirkt es, als gehöre es nur Experten. Aber ein Molekül fragt nicht, ob jemand seinen Namen aussprechen kann. Es gelangt über Arbeit, Wasser und Luft in Leben, die nie darum gebeten haben, Teil eines Experiments zu werden. In Industriekatastrophen ist Verzögerung eine eigene Kraft. Ein Jahr mehr Forschung. Ein Jahr mehr Zweifel, ein Jahr mehr juristische Prüfung. Für eine Firma kann Zeit Strategie sein. Für Betroffene ist Zeit Körper. In diesen Jahren wachsen Kinder auf. Menschen werden krank, Familien verlieren Geld und Nerven. Wenn später ein Bericht erscheint, ist er wichtig. Aber er kommt oft in ein Leben, das längst verändert wurde. Besonders beklemmend ist die Rolle der Werksmedizin. Ein Werksarzt kann Schutz bedeuten, aber auch Nähe zur Firma. Wenn ein krankes Kind geboren wird und danach Fragen aus dem Werk kommen, fühlt sich das für eine Mutter nicht automatisch fürsorglich an. Es kann sich anfühlen wie Kontrolle. Sue Bailey berichtete später, dass sie wissen wollte, warum ihre Familie plötzlich so interessant war. Diese Unsicherheit ist Teil der Verletzung. Wasser vergisst nicht sofort. In der Region um Washington Works wurde PFOA in Trinkwasser und Umwelt zum Thema behördlicher Maßnahmen. Die EPA senkte später den Aktionswert für PFOA in Trinkwasser rund um das Werk deutlich. Solche Zahlen wirken nüchtern, aber sie erzählen eine Geschichte. Irgendwann reichte das alte Maß an Sicherheit nicht mehr. Irgendwann musste offiziell anerkannt werden, dass Schutz anders aussehen musste.
Der große Vergleich und die darauf folgenden Untersuchungen machten die Geschichte nicht ungeschehen. Aber sie verschoben die Macht. Plötzlich gab es Daten aus der Bevölkerung, Blutwerte, Krankheitsauswertungen und Berichte, die vor Gericht Gewicht hatten. Für viele Menschen war das der erste Moment, in dem ihre Erfahrung nicht nur als Sorge oder Gerücht erschien. Sie wurde messbar. Und Messbarkeit ist in solchen Kämpfen manchmal die einzige Sprache, die Institutionen akzeptieren. Eine öffentliche Debatte spricht schnell von Fällen. Ein Fall hat eine Aktennummer, eine Familie hat Nächte, Operation, Wege ins Krankenhaus, Gespräche mit Versicherungen, Fotos, die man aufbewahrt und gleichzeitig kaum ansehen kann. Bucky Baileys Geschichte wurde bekannt, weil er sprach. Aber bevor sie bekannt wurde, war sie privat. Genau diese private Last tragen viele Menschen, lange bevor die Öffentlichkeit überhaupt einen Namen für das Problem hat. Aus Konzernsicht gibt es immer mehrere Ebenen: Produktnutzen, Marktanteil, Haftung, Forschung, Kommunikation. Ein Risiko wird dann nicht nur medizinisch betrachtet, sondern auch wirtschaftlich. Was kostet Warnung? Was kostet Rückzug? Was kostet Schweigen? Diese Fragen stehen selten offen in einem Werbespot, aber sie formen Entscheidungen. Und wenn Gesundheit gegen Profit abgewogen wird, verlieren oft jene zuerst, die am wenigsten Einblick haben. Heute wird über Pässe weltweit gesprochen. Es geht um Trinkwasser, Verpackungen, Textilien, Feuerlöschschaum und Industrieprozesse. Die Geschichte aus West Virginia wirkt deshalb nicht wie ein abgeschlossenes Kapitel, sondern wie ein früher Warnruf. Sie zeigt, dass technische Bequemlichkeit oft vor der vollständigen Wahrheit kommt. Erst wird ein Stoff nützlich, dann profitabel, dann normal. Und erst viel später fragt man, was Normalität eigentlich gekostet hat. Der moralische Rechnung ist schwer, weil sie nicht nur rückwärts gilt. Wir wissen heute mehr als damals, aber wir leben weiterhin mit Produkten, deren Lieferketten und Chemie wir kaum verstehen. Darum ist diese Geschichte keine bequeme Anklage aus sicherer Entfernung. Sie ist eine Prüfung. Wollen wir nur wissen, ob etwas funktioniert? Oder wollen wir wissen, wer das Risiko trägt, damit es für uns funktioniert? Am Ende kehrt die Geschichte zu Sue zurück. Nicht, weil sie die einzige Betroffene war, sondern weil ihr Leben die große Frage klein genug macht, dass man sie fühlen kann. Eine Arbeiterin, ein Raum, eine Schicht, eine Schwangerschaft, ein Kind, ein Konzern, ein Fluss. Wenn man diese Kette einmal sieht, verschwindet die Pfanne aus der Mitte der Geschichte. Zurück bleibt die Frage, wer geschützt wurde und wer nicht. Vielleicht ist die wichtigste Frage nicht, ob wir heute eine alte Pfanne wegwerfen. Die wichtigere Frage ist, wie viele Dinge in unserem Alltag auf Vertrauen beruhen. Wir vertrauen Firmen, weil wir nicht jedes Molekül prüfen können. Wir vertrauen Behörden, weil wir nicht jedes Wasser testen können. Wir vertrauen, weil moderne Welt sonst nicht funktioniert. Genau deshalb ist Verrat an diesem Vertrauen so schwerwiegend. Sue Bailey ging zur Arbeit, wie Millionen Menschen zur Arbeit gehen. Sie wollte ihren Lohn verdienen, ihre Familie versorgen, ihren Platz im Leben halten. Bucky Bailey wurde zu einem Namen in einer viel größeren Geschichte über C8, PFOA und die Grenzen industrieller Verantwortung. Am Ende bleibt ein Satz, der leise klingt und doch alles verändert. Gefahr ist nicht erst dann real, wenn sie sichtbar wird.